Du willst Spiritualität leben? Okay, ich zeige dir in diesem Video 5 Schritte, mit denen du einen echten Zugang zu deinem Unterbewusstsein bekommst. Und zwar ganz konkret und sofort umsetzbar. Willkommen zu einem neuen Video von Into the Matrix. Heute möchte ich dir 5 konkrete Schritte vorstellen, mit denen du in die Spiritualität findest. Wir befassen uns in diesem Video mit einem Weg, der tief in deinem Inneren beginnt. Spiritualität, das ist kein Zauber, das ist auch kein Glaube an höhere Wesen. Das ist auch keine Pflicht zu Räucherstäbchen oder Mantras. Es ist ganz einfach die Fähigkeit, nach innen zu hören. Und zwar auf das, was du vielleicht dein inneres Selbst nennst und ja, was wir in diesem Video wertneutral einfach als dein Unterbewusstsein bezeichnen wollen. Und heute zeige ich dir 5 Schritte, wie du dich dieser inneren Instanz annähern und sie verstehen kannst. Und das ist letztlich ein Weg, ja, zu dir selber. Der erste Schritt: Verstehe deinen Körper. Dein Unterbewusstsein spricht mit dir, und zwar Tag für Tag. Aber es spricht nicht nur in Emotionen, Impulsen und Eingebungen mit dir, sondern auch über deinen Körper. Denn dein Körper ist die Schnittstelle zwischen deinem Wachbewusstsein und deinem Unterbewusstsein. Und ob du es glaubst oder nicht, aber viele deiner Muskelkontraktionen sind aus dem Unterbewusstsein gesteuert. Vielleicht kennst du die folgende Situation. Du telefonierst oder du sitzt in der Schule oder in der Uni oder in einem Meeting an der Arbeit und du kritzelst dabei wahllos auf einem Block herum. Die Krakel, die dabei entstehen, enthalten Informationen darüber, was sich in deinem Unterbewusstsein abspielt. Wir können unser Unterbewusstsein jetzt aber dahingehend trainieren, dass in diesen willkürlich gezeichneten Krakeln wiederkehrende Symbole und Linienzüge integriert sind, die eine feste Bedeutung haben. Und man nennt diese Linienzüge mit fester Bedeutung Ideogramme. Ideogramme sind also kleine, schnelle Kritzeleien, die ohne Nachdenken entstehen und die von deinem Unterbewusstsein gesteuert werden. Und die tragen Bedeutung in sich. Die Bedeutung kannst du lernen und du kannst verstehen, sie zu lesen. Es ist wie das Entschlüsseln einer Ideenschrift. Du kannst dir das vorstellen wie das Entschlüsseln von Hieroglyphen, nur dass diese Symbole aus dem Unterbewusstsein kommen. Ideogramme repräsentieren in sich ein archetypisches, ganz ursprüngliches Konzept. Du siehst hier beispielhaft 4 Ideogramme, mit denen unsere Remote-Viewing-Schüler starten. Wir haben hier Ideogramme für Wasser, Lebewesen, Energie und Struktur. Und das ist das, was du konkret tun kannst. Überleg dir mal 4 bis 6 grundlegende Konzepte, die du mit deinem Unterbewusstsein austauschen möchtest. Zum Beispiel Liebe, Trauer, Friede, Gefahr, Gesundheit, Krankheit, Ja und Nein. Jetzt lass dir von einem Trainingspartner diese Begriffe mal in zufälliger Reihenfolge vorlesen und sobald dein Trainingspartner einen dieser Begriffe nennt, zeichnest du einen kurzen Krakel auf ein Papier. Lass in dem Moment einfach deinen Arm entscheiden, wie dieser aussehen soll. Das ist dann dein Ideogramm für den genannten Begriff. Und wenn ein Trainingspartner zukünftig diesen Begriff wieder nennt in einer dieser Übungen, dann zeichne genau wieder dieses Ideogramm, das du beim ersten Mal aus dem Arm hast entstehen lassen. Diese Übung wiederholst du möglichst täglich 2 bis 3 Minuten. Du lässt dir also von deinem Trainingspartner deine ausgesuchten Konzepte in zufälliger Reihenfolge vorlesen und du bringst zeitgleich dein passendes Ideogramm dazu auf Papier. Und wenn du jetzt irgendwann mal eine Frage hast, die mit deinen erlernten Ideogrammen zu beantworten ist, dann mach Folgendes. Schreib diese Frage auf und sobald du das Fragezeichen notiert hast, setzt du den Stift auf und machst direkt einen Krakel auf Papier. In diesem Krakel steckt dann die Antwort und wenn du deine Ideogramme ausgiebig trainiert hast und die im Unterbewusstsein verankert sind, findest du deine Ideogramme in diesem Krakel wieder. Und du hast damit die Antwort aus deinem Unterbewusstsein.
Unser zweiter Schritt: Lerne deine Intuition zu erkennen und ihr zu vertrauen. Ja? Stell in dich hinein mal eine Frage und dann hör einfach mal zu. Das ist eine andere Art der Wahrnehmung und das ergänzt die Arbeit mit deinen Ideogrammen ganz wunderbar. Du musst also genau hinhören und wenn du das tust, dann tu das bitte frei von Wertung und frei von Interpretation. Beschreibe deine Wahrnehmung, aber benenne sie nicht. Denn sobald du etwas benennst, dann ist das etwas, das aus deinem Verstand kommt. Du verfällst in Muster, Bewertungen, alte Geschichten, Fantasien und Wünsche. Aber ja, Spiritualität lebt davon, hinzuhören ohne Vorannahmen und ja, ohne das Gefühl zu wissen. Lerne die Stimme deines Unterbewusstseins von den Wertungen und den Interpretationen deines Verstandes zu trennen. Wie kannst du das trainieren? Du kannst das beispielsweise üben, indem du dich beim Spaziergang in der Natur fragst, wie die nächste Person aussieht, die dir entgegenkommt. Und dann sei einfach offen und hör genau hin. Lass mal die Eindrücke in dir entstehen. Du nimmst dann Farben und Muster wahr und du wirst sehen, ja, du möchtest dann schon auch interpretieren. Du möchtest sagen, ja, okay, das ist die Jacke oder das ist das Shirt oder das ist die Hose. Doch das ist dann die Schlussfolgerung aus dem Verstand. Das heißt, die Informationen, die du haben willst, sind eben Farben und Muster, aber nicht die Interpretation, dass es die Jacke oder die Hose sein muss. Beschreibe, benenne nicht, was du wahrnimmst. Schritt Nummer 3: Lerne dein Unterbewusstsein kennen. Und wir gehen jetzt tiefer, denn dein Unterbewusstsein ist ein eigenständiges Wesen. Es hat Wünsche, es hat Ängste, es hat eine eigene Art von Humor und vor allen Dingen es hat ein Bewusstsein von sich selbst. Es weiß, dass es existiert und es hat ein Verständnis von sich als eigenständige Instanz. Es kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Es hat dich dein ganzes Leben lang begleitet und ja, es weiß, was du brauchst, noch bevor du den Impuls und das Bedürfnis verspürst. Und vor allem, dein Unterbewusstsein ist dir immer bedingungslos treu und wohlgesonnen. Immer und zu jeder Zeit. Spiritualität bedeutet, mit genau diesem Wesen in dir in Kontakt zu treten, es kennenzulernen, seine Stimme nicht nur zu hören, sondern sie auch zu verstehen und ihr zu vertrauen. Diese Stimme, dieses Wesen ernst zu nehmen. Und wenn du diesen Kontakt aufbaust, dann wirst du merken, da ist tatsächlich ein Partner und ein Freund in dir, ein stiller Begleiter. Und dieser stille Begleiter ist voller Weisheit, Kraft und manchmal auch, ja, manchmal hat er auch einen guten schwarzen Humor. Dein Unterbewusstsein mag sich manchmal vielleicht auch wie ein kleines Kind verhalten, aber je mehr du mit ihm sprichst und vor allen Dingen je mehr Verantwortung du ihm gibst, desto erwachsener wird dein Unterbewusstsein und desto verantwortungsvoller spricht es auch mit dir. Also wann immer du diese Übungen hier anwendest, die ich dir in diesem Video zeige, dann versuche dein Inneres einfach kennenzulernen. Schritt Nummer 4: Verstehe die Sprache deines Unterbewusstseins. Denn dein Unterbewusstsein, das denkt und spricht nicht in klaren Sätzen. Vielmehr kommuniziert es in Symbolen, Bildern, Emotionen, Analogien und Sinneseindrücken. Gerade das mit den Bildern und Analogien und den Symbolen, das kennst du sicherlich aus deinen Träumen. Denn die Träume sind in seltensten Fällen einfach wörtlich zu nehmen. In der Regel steckt in ihnen eine tiefere, buchstäblich symbolische Bedeutung. Und diese Ausprägung dieser Symbolik, das ist sehr individuell und vor allen Dingen auch geprägt durch unsere Erfahrungen, oft auch aus unserer Kindheit. Lerne diese Symbole zu lesen. Achte auf wiederkehrende Motive in der Kommunikation mit deinem Unterbewusstsein, aber auch auf Symbole in deinen Träumen. Lerne ihre Bedeutungen kennen. Schritt Nummer 5, und das ist der wichtigste Schritt: Sprich mit deinem Unterbewusstsein direkt. Und das geht am besten in einem Zustand der tiefen Entspannung bzw. einer leichten Trance. Man kann das durch Meditation erreichen, aber ich möchte dir erklären, wie du selbst in die Trance kommst.
Dafür solltest du dich entspannt in einen Stuhl oder in einen Sessel setzen und ja, du solltest allein im Raum sein, sodass du ungestört bist. Du schließt die Augen und kommst ein bisschen zur Ruhe. Dann fängst du an, die Zahlen 1 bis 7 zu visualisieren, und zwar in unterschiedlichen Farben. Du visualisierst die 1 in Rot, die 2 in Orange, die 3 in Gelb, die 4 in Grün, die 5 in Hellblau, die 6 in Dunkelblau und die 7 in Violett. Die Regenbogenfarben. Du verharrst einen Moment bei jeder Zahl und visualisierst sie dir, bevor du ja zur nächsten Zahl übergehst. Nach der 7 fällst du dann in ein Loch. Da tut sich der Boden unter deinen Füßen auf und du fällst in ein Loch und du visualisierst diesen Fall. Unter dir, am Ende dieses Tunnels, da ist ein Licht, das immer näher kommt. Du visualisierst natürlich auch dieses Licht. Nach einer Weile fällst du vollständig in dieses Licht und gehst darin auf und plötzlich findest du dich in einem Garten wieder. Dieser Garten symbolisiert dich selbst. Und in diesem Garten, da findest du einen Gärtner, dem du dich näherst. Der Gärtner, der steht für dein Unterbewusstsein. Sprich mit diesem Gärtner, frag ihn, was er braucht, was er fühlt, wovor er Angst hat, was er sich für dich wünscht und lerne diesen Gärtner kennen und höre zu, was er zu sagen hat. Auch hier völlig wertfrei und ohne Interpretation. Frag ihn auch, sag mal, was denkst du eigentlich über meinen Lebensweg? Was denkst du über meine Entscheidungen, die ich kürzlich getroffen habe? Und dann hör mal genau zu und achte dabei auf Gestik und Mimik des Gärtners. Es wird sich dir visuell darstellen. Lacht er zum Beispiel oder winkt er ab? Wirkt er aufgeregt oder ist er vielleicht fröhlich? Wirkt er beschäftigt und hat keine Zeit für dich? Ist er vielleicht sogar richtig abweisend? Tja, dieser Dialog mit diesem Gärtner, der ist tatsächlich echt. Und dein Unterbewusstsein wird seine Antworten in Form dieses Gärtners an dich weitergeben. Und dieser Dialog, der wird auch Überraschungen für dich bereithalten. Das ist letztlich eine sehr, sehr ehrliche Form der Selbstbegegnung. Lerne Controlled Remote Viewing, die Technik, mit der du Informationen jenseits von Zeit und Raum abrufen kannst. Bei Into the Matrix wirst du professionell ausgebildet, mit persönlicher Betreuung, fundiertem Wissen und echter Praxis. Starte jetzt auf www.into-the-matrix.de. Das waren die 5 Schritte in die Spiritualität. Es ist tatsächlich kein Weg nach außen, sondern es ist buchstäblich ein Weg in dein Inneres, ein Weg zu dir selber. Und wenn du diesen Weg gehst, wird er dein Leben verändern. Letztlich ist es ein einfacher Weg und es braucht eigentlich nicht mehr als etwas Neugier und Durchhaltevermögen, um diese Dinge zu üben. Aber vergiss nicht, die Antworten, die du suchst, die warten alleine in dir.